Käseleiber für echte Genießer. Von Hand gemacht. Maike Jaschok ist die Käserin auf dem Bornwiesenhof. Sie zeigt, wie eines der beliebtesten Lebensmittel hergestellt wird. Eine jahrhundertealte Handwerkskunst. Das sind die Werkzeuge, die sie für ihr Handwerk braucht. Messbecher, Schläuche, Netze. Mit ihnen wird die Molkereimeisterin einen halbfesten Schnittkäse herstellen. Eines der Werkzeuge wird in keinem anderen Beruf gebraucht. Das hier ist die Harfe, das Instrument des Käsers. Mit dem schneiden wir die Milch erst in Scheiben und hinterher in Würfel. Dann müssen wir gucken, dass wir diese Würfel gleichmäßig rühren, und dazu brauchen wir diese Schuffe. Damit helfen wir ein bisschen nach, dass gleichmäßig gerührt werden kann. Hier auf der Weide fängt alles an. Die Rotbunten wurden nicht auf möglichst hohe Milchleistung getrimmt, sondern auf Qualität. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein stehen sie draußen auf den Flächen, die zum Bornwiesenhof gehören. Er liegt im Schwollbachtal, am Rand des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Beim Ausgangsstoff für die Käseherstellung spielt es keine Rolle, von welchem Tier er stammt. Auf dem Bornwiesenhof arbeitet das Käsereiteam ausschließlich mit Kuhmilch. Aber natürlich lässt er sich auch mit Ziegenmilch, Schafsmilch oder Büffelmilch herstellen. 600 Liter passen in den Bottich. Maike Jaschok und Käsemacher Rasul Nazarov verarbeiten keine Rohmilch. Der erste Schritt: Pasteurisieren. Das Pasteurisieren der Milch ist ein Erhitzungsverfahren, wo die Milch für eine halbe Stunde auf 63 Grad erhitzt wird. Und es dient dazu, dass 98% aller Keime abgetötet werden. Keime und Schmutz sind bei der Käseherstellung ein absolutes No-Go. Alle Werkzeuge werden vor der Produktion in einem Säurebad desinfiziert und anschließend zusätzlich gereinigt. Den Messbecher brauchen sie zuerst. Mit ihm zapft Rasul 1 Liter Milch ab. Darin werden sie gleich die Milchsäurebakterien anrühren. Die sogenannten Kulturen sind für die Herstellung von Käse das A und O, ein helles, feinkörniges Pulver. Diese Kultur bekommt man von Händlern. Das sind sogenannte Direktstarter, die man direkt in die Milch reintut. Und diese Händler wiederum bekommen diese Kultur von einer Handvoll Kulturenherstellern weltweit, die sich darauf spezialisiert haben. Wir sehen jetzt schon, dass hier oben eigentlich fast nichts mehr schwimmt. Also wir haben tatsächlich sehen können, dass diese gelben, orangen, weißen Kügelchen sich auflösen. Und das ist das, was wir wollen. Ist gut, ja? Ja. Damit die Milchsäurebakterien optimal arbeiten können, braucht die Milch im Bottich eine ganz bestimmte Temperatur: 32 Grad. Das Einfüllen der Kulturen heißt in der Fachsprache der Käser impfen. Hier drin ist jetzt unsere Milch. Es ist schön warm, etwas über 30 Grad. Da sind ganz viele Bakterien, die aufgelöst sind und die richtig Hunger haben. Und die stürzen sich jetzt hier auf den Milchzucker. Der Milchzucker, der hier drin ist, in der Milch, ist das Futter für alle Bakterien. Und wir bringen die Milch auf die sogenannte Vorschütttemperatur. Das ist eine optimale Kultur für diese Bakterien. Und die kommen jetzt in großer Menge in diese Milch rein und fangen sofort an zu futtern und sich zu vermehren. Und genau das ist das, was wir wollen. Ohne Milchsäurebakterien gäbe es weder Joghurt noch Buttermilch oder Käse. Sie machen die Milch sauer, doch das dauert eine Weile.
Die zweite wichtige Zutat beim Käsemachen, das Lab. Maike Jaschok dosiert genau, denn nicht jeder Käse braucht dieselbe Menge Lab. Für ihren Schnittkäse misst sie 120 Milliliter ab. Die werden mit 1 Liter Wasser verdünnt. So, ich schütte das jetzt hier rein. Dann schütte ich wieder ein bisschen zurück. Wir verwenden hier das traditionelle Kälbermagenlab und im Kälbermagen dient es dazu, dass die Milch verdaut wird und da wird die Milch dick gelegt mit dem Lab und dadurch kann das Kalb dann das Wasser der Milch trennen von den wichtigen Nährstoffen, die da drin sind, nämlich Fett, Eiweiß, Zucker und Mineralstoffe und das machen wir uns beim Käsemachen zunutze. Also wir verwenden auch dieses Ferment und dieses Ferment führt dazu, dass das Eiweiß eine feste Struktur bildet, eine Gitterstruktur, in der das Wasser eingeschlossen ist, also eine Gallerte. Und diese Gallerte ist so fest, dass wir sie dann bearbeiten können und Käse machen. Das Rührwerk wird beim Dicklegen nicht gebraucht. Die sogenannte Gallerte braucht Ruhe. Das Dicklegen dauert zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden, je nach Käseart. Jeder Arbeitsschritt wird protokolliert. Im Falle eines Falles muss der Betrieb nachweisen, dass er seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist. Das ist für uns selber auch sehr gut, weil wir einfach das wirklich nachvollziehen können. Wenn irgendwann mal etwas nicht ganz so ist wie sonst, dann guckt man, gab es einen Futterwechsel oder irgendwas anderes. Komm mal rein, Marie, auf geht's. Yep. Ein Futterwechsel bei den Milchproduzenten. Ganz nach vorne. 40 gibt es auf dem Bornwiesenhof. Die Kuhherde besteht seit 1954 und sie geht im Wesentlichen auf 2 Kühe zurück, die als Teil einer 4köpfigen Gruppe aus dem Münsterland kamen und die Herde begründet haben. Die Euter und die Zitzen werden mit Melkwolle gereinigt, damit kein Schmutz in die Milch gelangt. Der Melkstand ist das Reich von Andreas Jaschok, Landwirtschaftsmeister mit Wurzeln in Niedersachsen. Bevor er den Melkzylinder ansetzt, melkt er per Hand vor und kontrolliert, ob das Drüsengewebe in Ordnung ist. Sowohl meine Frau als auch ich, wir hatten das Glück, dass wir früher zeitweise in der Schweiz gearbeitet haben und haben dort von alten Käsern einiges mitgenommen. Und dann haben wir uns natürlich immer damit befasst, weil das existenziell ist natürlich für den Hof hier. Denn die Milch verwenden Andreas und seine Frau fast ausschließlich zur Käseherstellung. Zweimal am Tag, jeden Morgen und jeden Abend, gibt's Nachschub für die Käserei. Die Tiere gehören zur Rasse Rotbund. Bei der Haltung der Tiere achten sie auf Details, die der Qualität des Endproduktes dienen. Die Milch von den behornten Kühen ist bekömmlicher für die Menschen und die Heufütterung macht auch viel aus. Omega-3-Fettsäuren sind mehr drin in der Milch bei der Heufütterung. Also es ist absolut eine wichtige Sache. Das Futter Heu und im Winter eine kleine Ration Kraftfutter. In trockenen Jahren, in denen das Wetter den Bauern bei der Ernte einen Strich durch die Rechnung macht, kaufen sie Heu und Kraftfutter aus der Region zu. Ansonsten gewinnen sie alles, was die Kühe fressen, auf den Flächen um den Hof herum. Die sogenannte Silage verfüttern sie nicht. Das ist einfach sicherer, wenn wir Heu füttern, als wenn wir zum Beispiel alternativ Silage füttern würden. Bei
der Silagefütterung kann es durchaus sein, dass nach 3 Wochen im Käsekeller der fertig gepflegte Käse dann Risse bekommt und aufbläht und sich geschmacklich verändert. Und darum ist für uns Gras und Heu ist das Hauptnahrungsmittel der Kühe. Ist in der Zwischenzeit die Milch dick geworden? Maike Jaschok macht einen ersten Test. Ja, man sieht schon ein kleines bisschen, dass die Milch schon ein bisschen dicker ist. Also man sieht, dass sie schon ein bisschen geronnen ist. Ja, könnt ihr das so sehen? Und wenn ich jetzt hier drunter gehe, ist es schon ein bisschen dick. Kann man das gut sehen? Aber es ist noch nicht glatt oder so. Aber wir sehen schon, dass die Milch sich verändert hat. So, aber sie ist noch nicht so fest, dass wir schneiden können. Das bedeutet, Sie brauchen noch ein bisschen Geduld. Gut, das ist auch wichtig, dass es wieder zu ist und jetzt warm bleibt. Und ja, wir haben gesehen, das Lab funktioniert, aber es ist noch nicht fest genug. 20 Minuten später ist es dann soweit. So, man sieht jetzt auch schon sehr schön, was wir für eine Schicht hier haben. Man sieht die Tropfen da drauf. Und wir machen jetzt noch mal eine Schnittprobe. Und hier haben wir, hier geht es ein bisschen vom Rand weg, ja. Aber es ist noch sehr weich, also wir fangen schon an, oder? Aber werde sehr vorsichtig schneiden. Die Käseharfe kommt jetzt zum Einsatz. Unten ist es auch schon etwas fester. Ja, also unten war es auch schon höchste Zeit. Hier beginnt das Schneiden der Galerte in Bruchkörner. So, jetzt muss ich einmal hier rüber. Genau. Und ich schneide mit dieser Harfe den Bruch jetzt in Scheiben. Erst einmal in Scheiben in diese Richtung. Ich merke schon, wie es weiter unten schon ein bisschen fester ist. Die Harfe muss bis ganz nach unten, sodass bis nach unten wirklich diese Schnitte da sind. So, jetzt haben wir einmal in Scheiben geschnitten. Und jetzt schneiden wir, jetzt ist es so, jetzt schneiden wir noch in diese Richtung. So, das muss ich jetzt auch zügig machen. Es gibt verschiedene Käseharfen. Diese hier schneidet den sogenannten Bruch vertikal. Die Harfe, die Rasul verwendet, schneidet den Bruch horizontal. Durch das Schneiden zerteilen wir den Bruch in eine gewisse Größe und diese Größe des Bruchs entscheidet hinterher darüber, ob wir einen Weichkäse, einen Schnittkäse oder einen Hartkäse haben. Je kleiner die Bruchkörner, desto härter wird nachher der Käse. Das Käsemachen ist für Maike Jaschok mehr als ein Job zum Geldverdienen. Ich habe mich immer schon für Lebensmittel interessiert. Für Lebensmittel, meine Mutter hat sehr gut gekocht und meine Oma hat noch sehr viel selber gemacht. Und ich finde das total spannend, wenn man so ein Grundmittel hat, wie die Milch, was man als Mensch dazu tut, um es in die eine oder andere Richtung zu lenken. Jedes Mal, wenn wir einen Joghurt zum Beispiel ansetzen abends mit der Milch und am nächsten Morgen kommt man in die Käserei, man macht den Deckel auf und es riecht nach Joghurt und es hat alles geklappt. Ich freue mich jedes Mal darüber. Ich finde, es ist ein kleines Wunder, was da passiert im Käsekessel.
Gut. Jetzt haben wir also die Gallerte in den Bruch geschnitten und wir sehen schon, wie richtig viel Molke austritt aus den ganzen Oberflächen und wie die Molke nach oben kommt, der Bruch nach unten geht und sich eigentlich schon zusammensetzt, wenn wir jetzt nicht rühren. Das ist jetzt unser nächster Schritt. Kannst du das machen? Das Thermometer rüber, genau. Helfen wir ein bisschen nach, machen ein bisschen schneller, aber nicht zu schnell, weil wir wollen den Bruch nicht zerstören, sondern ihn nur in der Molke bewegen. Die Molke beginnt auszutreten, in alle Richtungen von jedem Bruchkorn. Und damit das gleichmäßig passiert durch den ganzen Teig, ist es wichtig, dass diese Bruchkörner in Bewegung bleiben. Also sie sollen quasi schwimmen im Bruch und in alle Richtungen Molke abgeben können. Und wenn wir jetzt einen Weichkäse machen, schneiden wir Walnuss groß. Wenn wir einen Hartkäse machen, also einen Bergkäse, dann schneiden wir Reiskorn groß. Und heute, wir machen einen Schnittkäse, schneiden wir Erbsen bis Kirschkern groß. Also Schnittkäse ist eine Käsegruppe, ja. Das heißt nicht, dass man diesen Käse geschnitten kaufen kann, sondern das ist eine Käsegruppe, wo zum Beispiel der Gouda drin ist oder der Tilsiter drin ist und sie bewegt sich zwischen den Weichkäsen wie dem Romadur und dem Camembert und den Hartkäsen wie den Bergkäse oder dem Edemann. Die Molke muss jetzt raus aus dem Bottich. Das macht Rasul mit einer uralten Technik. Der junge Mann stammt aus Tadschikistan und in seiner Heimat hat er das Käsehandwerk erlernt. Für Maike Jaschok ist er die wichtigste Stütze im Betrieb. An 6 Tagen in der Woche stehen die beiden gemeinsam in der Käserei. Wir haben die Molke rausgenommen. In der Molke schwimmt Milchzucker. Das ist das Futter für die Milchsäurebakterien. Und wir wollen, dass die Milchsäurebakterien etwas langsamer sich entwickeln jetzt. Und dadurch macht man das, wenn man eben einen milden Käse haben möchte, dass man den Bruch wäscht, also die Molke rausnimmt und warmes Wasser dazu tut. Maike Jaschok verarbeitet Milch zu über 30 verschiedenen Milchprodukten und Käsefinessen. Wie diesen Schnittkäse, der in ein paar Wochen als Hunsrückleib verkauft wird. Aber die Idee dazu entstand nicht hier. In der Schweiz auf einem kleinen Hof im Emmental habe ich meinen Mann kennengelernt. Und wir haben dann beschlossen, dass wir zusammen einen Hof suchen. Und es war uns eigentlich egal wo. Und da hat sich hier im Hunsrück eine Möglichkeit ergeben, weil hier gerade Menschen für einen Hof gesucht wurden. Einen Demeterhof. Auf den Flächen, die größtenteils arrondiert um den Hof herum liegen, finden die Rotbunten gesundes Futter. Die Milch zu verkaufen wäre keine Option für uns und ist auch für die meisten anderen keine Option mehr heutzutage. Und wenn man dann die Veredelung auf den Hof holt, dann holt man quasi, ja, Wertschöpfung ist da und man kann wirklich diese Dienstleistung im Grunde genommen noch verkaufen. Vom Käse lebt es sich also besser als von der Milch. Spätestens ab April stehen die Kühe Tag für Tag auf der Weide. Zum Hof gehören 103 Hektar Land. Der entlegenste Zipfel ist keine 2 Kilometer vom Stall in Wilzenberg-Hußweiler entfernt. Mittlerweile ist der Käsebruch so weit, dass Maike Jaschok ihn abschöpfen kann. Früher erledigten das die Käser mit einem Leinentuch, heute setzen sie ein Netz aus Kunststoff ein. Der Bruch wird gepresst, in Formen, die Eimern ähnlich sehen. Mit dem Unterschied, sie haben viele kleine Löcher, aus denen die restliche Molke austreten kann.
Noch immer enthält der Bruch viel Flüssigkeit. Die muss jetzt raus. Die Käsemeisterin muss abschätzen, wann der Käsebruch die richtige Konsistenz zum Abfüllen erreicht hat. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Es gibt ein Optimum und da liegt man immer ein bisschen drunter und drüber. Also weil jeder Käse wird anders. Wenn der länger hier in der Wärme war, dann ist der Bruch ein bisschen fester schon. Das ist wie im Leben. Bei manchen Sachen muss man einfach Geduld haben und bei anderen muss man sich schnell entscheiden und auch schnell handeln. Der Käse wird in den Formen mit Plastiktellern getrennt. So entstehen die Laiber. Die werden gewendet und wieder in die Form gelegt. Obendrauf kommen mit Wasser gefüllte Eimer, die Druck ausüben und dafür sorgen, dass die Käselaiber möglichst viel Molke abgeben. Genau, das ist wichtig, dass der oberste nach unten kommt. Genau, deshalb macht Rasso, legt den jetzt daneben. Und der ist ja schon durch das Drehen gewendet. Jetzt wird er nur einmal hin und her und dann ist er jetzt auf der anderen Seite, wo er vorher oben lag, ist er unten. Und der Käse, der vorher unten lag, ist jetzt oben. Und das passiert jetzt eben noch mehrmals, also wirklich nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, nach 2, nach 4 und nach 8 kommt er dann im Keller. Acht Stunden später. Die Käselaiber verlassen die Produktionsstätte. Dort unten wird der Schnittkäse im Laufe der nächsten Tage und Wochen weiter behandelt. Der nächste Morgen. Auf dem Bornwiesenhof gibt es ein alltägliches Ritual, das gemeinsame Frühstück. Maike und Andreas Jaschok mit den Helfern, die ihnen im Stall und auf dem Feld zur Hand gehen. Auf den Tisch kommen natürlich auch die selbstgemachten Produkte. Ja, was habe ich für eine Ausbildung? Ich habe niemals jemals studiert. Ich bin Hauswirtschafterin und Hauswirtschaftsmeisterin. Ich habe dann beim Verband für handwerkliche Milchverarbeitung einen 2-jährigen berufsbegleitenden Käserkurs gemacht. Und ich habe dann vor 2 Jahren die Molkereimeisterin gemacht an der Milchschule in Wangen. Die Jaschoks beschäftigen 10 Mitarbeiter. Das Team aus der Käserei sitzt nicht mit am Frühstückstisch. Dort wird heute kein Schnittkäse produziert, sondern etwas ganz anderes: Joghurt. Streng genommen ist Joghurt gar kein Käse, sondern ein Milchprodukt. Für seine Herstellung braucht es kein Lab, sondern lediglich ganz spezielle Milchsäurebakterien. Das ist eine thermophile Kultur, also eine wärmeliebende Kultur, und die brauchen wir für den Joghurt. Und diese wärmeliebende Kultur, die arbeitet zwischen 48 und 40 Grad. Joghurt kommt aus Bulgarien oder auch in südlichen Ländern wird er überall gemacht. Und in diesen Ländern ist es einfach so, da können diese Bakterien sich vermehren, weil sie die entsprechenden Temperaturen haben. Und hier müssen wir richtig heizen. Also Joghurt, ohne dass wir die Milch heizen und warm halten, das kriegen wir nicht hin. Bei Zimmertemperatur kriegen wir keinen Joghurt hin. Über 40 Grad. In den Wänden des Bottichs verlaufen Wasserleitungen, die die Milch kühlen oder wärmen können. Maike Jaschok verwendet hier also eine thermophile Kultur, während sie bei der Herstellung des Schnittkäses eine sogenannte mesophile Kultur benutzte. Beim Joghurt brauchen wir überhaupt kein Lab. Also Joghurt ist ein kleines Wunder für mich immer noch. Wir haben Milch und nur mit Kultur und der richtigen Temperatur und der richtigen Zeit bekommen wir ein Produkt, wo die Milch komplett dick gelegt ist. Aber dick ist der Joghurt jetzt noch nicht. Die Milch reift im Becher. Die Kulturen brauchen geschlagene 6 bis 10 Stunden, bis sie den Milchzucker in Milchsäure umgesetzt haben. Erst dann bekommt er seine stichfeste Konsistenz.
Für die Herstellung von Joghurt werden mehr Hände gebraucht als bei der Produktion von Schnittkäse. Das Team in der Käserei muss sich ranhalten, weil der Joghurt einer der Renner des Bornwiesenhofes ist. Bekömmlich auch für Menschen, die auf industriell hergestellte Produkte empfindlich reagieren. Er kommt nicht in den Kühl-, sondern in den Wärmeschrank. Wir werden noch ein kleines bisschen mehr heizen, dass wir so 42, 44 Grad haben. Und nach 6 Stunden werden wir kontrollieren. Und zwischen 6 und 8 Stunden dauert das dann, bis der Joghurt fest ist. Dann sieht man ein klitzekleines bisschen Molke oben und man sieht, dass die Milch nicht mehr flüssig ist. Salz. Wir sind zurück beim Schnittkäse. Der kommt für den nächsten Produktionsschritt raus aus den Formen. Bevor die Käseleiber gesalzen werden können, ist eine kleine Operation vonnöten. Die Ränder müssen weg. Der schneidet den Rand ab, weil wir hier manchmal von den Formen her so kleine Überstände haben. Und diese Überstände, die gehen nicht weg, sondern die bleiben da. Und wenn wir den Käse dann pflegen, dann kommen wir in diese Löcher nicht rein. Und in diesen Löchern kann sich dann zum Beispiel Schimmel festsetzen. Käse kann auf 2 Arten gesalzen werden. Das Trockensalzen, bei dem er mit Salz eingerieben wird, und das Salzbad, bei dem er in eine Salzlake eingetaucht wird. Maike Jaschok wählt Variante 1. Das Salz verleiht dem Käse einen großen Teil seines Aromas und es wirkt als natürliches Konservierungsmittel. Wir haben so eine Kennzahl, die sich aus Erfahrung ergeben hat bei uns. Das sind pro 100 Liter Milch 250 Gramm Salz. Und diese Menge wird dann eben abgewogen. Also wir haben hier 600 Liter Milch gehabt. Das heißt 250 Liter. Wie viel Kilo Salz hast du uns zur Verfügung gestellt? 1,5 Kilo. 1,5 Kilo Salz. Und diese Menge soll dann für alle Käse reichen. Das Salz hat außerdem eine antiseptische Wirkung. Es bekämpft Mikroben und Bakterien. Nach dem Einsalzen kommen die Leiber zurück in die Formen. Der ganze Käse ist eigentlich umspült von Salzwasser mit Molke. Das Salz zieht noch ein bisschen Wasser nach außen raus. Gleichzeitig zieht das Salz aber auch in den Käse ein. Oben in der Käserei wird schon wieder produziert. Flammkäse. Dessen Rezept haben sie seit über 10 Jahren immer weiter perfektioniert und wollen es nicht verraten. Er schmeckt jedenfalls so ähnlich wie Halloumi. Auf den Schwenkgrills der Region hat er seinen Platz gefunden. Der Flammkäse wird mit verschiedenen Gewürzmischungen verfeinert. Am Ende kommt ein Schuss Öl dazu. Vor 10 Jahren wusste die Kundschaft nicht so recht, was sie mit einem Grillkäse anfangen soll, aber mittlerweile hat er sich als vegetarische Alternative im grillverrückten Hunsrück etabliert. Convenience Food vom Bauernhof. Ein bequemes, weil vorgefertigtes Essen. Das ist eine unserer Spezialitäten, der Flammkäse zum Braten und Grillen. Für den haben wir mal den Innovationspreis bekommen und das ist ein Käse, den man eben in der Pfanne braten kann. Heißer Käse aus dem Hunsrück oder auch auf ein Blech auf dem Grill in wenigen Minuten knusprig. Angeblich soll er, anders als Halloumi, beim Kauen nicht quietschen. Jeder Produktionstag geht so zu Ende. Mit Putzen, Säubern, Schrubben. Die Hygiene ist bei der Milchverarbeitung das A und O. Ohne Sauberkeit und Hygiene können wir nicht die Milch in die Richtung lenken, wo wir sie haben wollen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass die Materialien sauber sind, dass wir sauber sind, unsere Schürze, die Hände, die Haare
sind eben weg, dass sie da nicht irgendwo reinfallen kann oder man anfasst. Genau. Durch die Sauberkeit bestimmen wir, welche Bakterien wir in die Milch reingeben. Beim Impfen eben ganz bestimmte Bakterien, die wir auch haben wollen. Beim Käsemachen gibt es eben gute Bakterien, die in den Milchsäurekulturen, und schlechte Bakterien, die schädlich sind. Zurück im Keller beim Schnittkäse. Am nächsten Tag holt Rasul die gesalzenen Laiber aus den Formen. Damit geht die Produktion des Käses in die finale Phase. Bevor er in den Reiferaum kommt, wird er noch einige Male gedreht und dann lagert der Käse bei einer ganz bestimmten Temperatur auf Gittern. Hier trocknet er ab. Wieder fließt Milch in den Bottich, wieder 600 Liter. Doch Schnittkäse machen sie heute nicht. Beim Schnittkäse brauchen wir für 600 Liter Milch 120 Milliliter Lab und beim Frischkäse und Quark brauchen wir für 600 Liter Milch 18 Milliliter Lab. Also ein Bruchteil dessen. Die Milch für den Schnittkäse ist innerhalb von 45 Minuten fest. Die Milch, um den Quark zu verschöpfen, hat jetzt 19 Stunden gedauert. Und dann würde ich jetzt einfach anfangen zu schneiden hier. Nicht so fein wie beim Schnittkäse, sondern nur sehr grob. Die Käseharfe kommt diesmal nicht zum Einsatz. Beim Schöpfen benutzt die Käserin eine Schuffe. Der sogenannte Käsebruch ist viel größer als beim Schnittkäse. Ich möchte, dass das möglichst von alleine runtergeht und nicht zu viel gebrochen wird. Und auch hier sieht man einfach, was für ein anderer Bruch das ist. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Schnittkäsebruch. Noch beim Abtropfen des Frischkäses arbeiten die Milchsäurebakterien auf Hochtouren und sorgen für eine gewisse Nachreife. Seinen Namen hat der Frischkäse, weil er nach der Herstellung direkt verzehrbereit ist und nicht mehr reifen muss. Im Vergleich zu anderen Käsesorten hat Frischkäse auch den höchsten Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse. Der liegt bei über 70%. Das ist auch der Grund für seinen frischen Geschmack und seine eher kurze Haltbarkeit nach dem Öffnen. Leicht gesalzen wird der Frischkäse auch. Viele Hersteller fügen Konservierungsmittel, Zusatzstoffe und Verdickungsmittel hinzu. Alles Dinge, die sie auf dem Bornwiesenhof nicht im Frischkäse haben möchten. Nach dem Salzen werden die Förmchen gewendet. Und dann kommt der Frischkäse in den Kühlschrank. Im Keller geht die Arbeit am Schnittkäse weiter. Die Laiber wandern jetzt in den Reiferaum. Der wird jetzt 5 bis 8 Wochen hier liegen und so lange gepflegt werden. Gut Ding will Weile haben. Diese Laiber lagern schon länger auf den Brettern. Sie alle sind vor der Reifung nochmal behandelt worden. Ich habe also 1 Liter Wasser und 50 Gramm Salz. Dann können wir hier mal ein bisschen rühren. Und da kommt etwas von dieser Mutterlösung rein. Das ist eine Mutterlösung von dem Brevibacterium linens. Das ist die sogenannte Rotschmierkultur. (200 Milliliter Rotschmierkultur kommen auf 1 Liter Wasser.
Das muss eine Temperatur von 20 Grad haben. Die Rotschmiere hat nahezu keine Auswirkung auf das Aroma. Sie bringt eine leuchtend orange Farbe auf den Leib. Aber ihr entscheidender Vorteil ist ein anderer. Ja, es ist so, dass der Käse ja, wenn er fertig ist, hier haben wir noch einen etwas jüngeren, dass der Käse einfach an der Luft liegt, ein bisschen ungeschützt ist. Und in der Luft haben wir immer viele Bakterien, auch Hefen und Schimmel zum Beispiel, die den Käse sehr gerne mögen, wie wir ihn auch gerne mögen, und die sich dann da drauf setzen würden. Und wir als Demeter-Betrieb verwenden eben keine Schimmelverhütungsmittel, irgendwelche Chemikalien, die dann dazu führen, dass man von der Rinde etwas nicht essen kann. Wir pflegen die Rinde mit natürlichen Mitteln und das heißt wirklich pflegen, also regelmäßig den Käse in die Hand nehmen, die Oberfläche abwischen mit diesem Salzwasser, mit dieser Mutterkultur hier drin. So bringen wir quasi dieses Bakterium auf und dieses auf die Oberfläche des Käses. Dieses Bakterium siedelt sich dann an und besiedelt die ganze Oberfläche und wirkt quasi wie eine Schutzkultur. Weil da, wo das Bakterium ist, das bildet dann eigentlich eine schöne, gleichmäßige Oberfläche. Es ist auch ein bisschen feucht. Es riecht auch sehr gut. Da haben Schimmel und so eigentlich keine Chance zu landen. Was macht der Frischkäse? Der war etwa 30 Stunden im Kühlschrank. Dort ist er fest geworden und wird jetzt weiterverarbeitet. Auf dem Bornwiesenhof arbeiten seit jeher Fachpraktikanten aus aller Welt. Aktuell kommen sie aus Tadschikistan und dem benachbarten Frankreich. Hier können sie in die praktische Landwirtschaft und die Prozesse der Milchveredelung hineinschnuppern. Gerade veredeln sie Frischkäse mit Kräutern und legen ihn dann in Öl ein. Ein Becher Kleopatra kostet 4 €. Viele Jahre lang öffneten die Jaschoks an 2 Nachmittagen in der Woche einen Hofladen für 2 Stunden. Doch das funktionierte nicht so recht. 2013 entschlossen sie sich, ein Käsehüttchen einzurichten. Es war ein großer Schritt für die Familie, ihre Produkte dort ohne jedes Personal anzubieten. Das ist unsere Käsehütte auf Vertrauensbasis. Also da ist ein Kühlschrank mit all unseren Produkten, mit Preisen drauf. Es gibt einen Tisch, wo man die Produkte drauf tun kann und einen Block, wo man zusammenrechnen kann und dann wird das in die Kasse eingeworfen. Auf dem Hof im Birkenfelder Land wird nicht nur Käse gemacht, sondern auch Käse unterrichtet. Im Haus am Schwollbach, das Maike Jaschok vor ein paar Jahren dazu kaufte, bietet sie Workshops an. Schön, dass ihr hier seid. Ich begrüße euch zu unserer Hofkäseschule und wir werden heute gemeinsam einen Weichkäse herstellen. Maike Jaschok sieht es als Teil ihrer Arbeit an, anderen Menschen zu erklären, warum es sich lohnt, Käse selbst herzustellen. Normalerweise stehen hier 8 bis 10 Kursteilnehmer. In Corona-Zeiten sind es nur 2. Wir schneiden jetzt einmal vorsichtig hier rein. Oh, guck mal, das ist schon ein bisschen fest, genau. Schneidest jetzt diese Milch in Scheiben. Erst hier und dann auf der anderen Seite. Weichkäse machen, das funktioniert hier im Kleinen genauso wie drüben in der Käserei. Die Galerte schneiden und damit Käsebruch herstellen. Und dann abschöpfen. Die Kleinen sind gut zum Üben, die Herzen sind etwas schwieriger. Also wenden,
Form weg, Käse in die andere Hand, Käse rein, bisschen glatt schütteln und wunderbar. Do it yourself. In 4 Stunden einen Käse zaubern. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die anderen Käsesorten des Hauses sehen und schmecken die Teilnehmer zur Belohnung. Auf dem Bornwiesenhof sind mehr als 5 Wochen vergangen. Unser Schnittkäse ist nun ausgereift. Bis er in den Verkauf kommt, sind aber noch letzte Arbeiten zu erledigen. Zunächst entfernt Maike Jaschok die Rinde. Die Rinde muss weg hier, weil wir den Käse hinterher eingepackt verkaufen. Und wenn wir den Käse mit dieser Rinde einschweißen würden, dann wäre das nicht sehr gut. Weil nämlich wir haben hier ein Bakterium, das heißt Brevibacterium linens. Und wenn wir dem Brevibacterium linens jetzt die Luft wegnehmen würden, dann würde es ersticken. Wir würden eine richtige Schmiere in dem Beutel bekommen. Und das würde sich auch negativ auswirken auf den Geschmack des Käses. So, Mensch, also toller Käse, super. Also es ist wieder so eine schöne Konsistenz. Ja. Prima. Aus 600 Litern Milch wurden etwa 60 Kilogramm Käse. Die 15 Laiber wiegen jeweils zwischen 3 und 4 Kilo. In den Handel kommen Käsestücke zu je 200 Gramm. Halbiert, geviertelt, geachtelt, gesechzehntelt. Der Käse wird in einzelne Portionen verpackt, weil ihn viele Märkte als sogenannte SB-Ware anbieten wollen. Im Sortiment zur Selbstbedienung. Einmal pro Woche wird Ware ausgeliefert. Und auch an Händler und Wiederverkäufer versendet. Zum Schluss werden die Käsestücke luftdicht verpackt. Durch den Entzug von Luft verlieren sie kein Gewicht. Sie sind dann 6 bis 8 Wochen haltbar und das Aroma bleibt erhalten. Das wird die Kundschaft freuen. Schließlich hat der handgemachte Schnittkäse seinen Preis. 29 € kostet das Kilo. Unsere Käse, die werden hier in einem Umkreis von ungefähr 140 Kilometer verteilt, die meisten. Wir haben zum einen tatsächlich Supermärkte von den Regionalmarken, aber wir haben auch sehr viel Einzelkaufleute oder Hofläden, kleine Metzgereien und zum Beispiel jetzt gerade in letzter Zeit auch sehr viele Hofläden, die einen Automaten haben. Also die dann unsere Käse, die fertig verpackten, mit im Automaten anbieten. Na dann. Guten Appetit mit einem in Ruhe gereiften Schnittkäse. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.